Mit einer weiteren nächtlichen Überfahrt erreichen wir von St. Kitts aus die zu den amerikanischen Virgin Islands gehörige Insel St. Thomas. Während kurz nach der Ankunft in der Hauptstadt Charlotte Amalie noch prächtiges Wetter herrscht, kündigt ein mindestens ebenso prächtiger Regenbogen eine aufziehende Schlechtwetterfront an. Nun, was tut man in der Karibik bei Regen? Für Schlechtwetter ist St. Thomas wohl noch der beste Ort, denn die Insel ist bekannt für exzellente Shoppingmöglichkeiten und stilvolle Bars. Dementsprechend lässt sich unser Tagesablauf knapp zusammenfassen. Am Abend bei der Ausfahrt ist der Spuk schon wieder vorbei und es herrscht eitel Sonnenschein. Weiter geht es nun in westlicher Richtung vorbei an Puerto Rico und wir nähern uns der Insel Hispaniola mit der Dominikanischen Republik im östlichen Teil. Hier gehen wir vor der unbewohnten Isla Catalina vor Anker. Nach einem Regentag kommt uns dieser Aufenthalt gerade recht. Per Tenderboot erreicht man die kleine tropische Trauminsel. Für die wenigen Passagiere unseres kleinen Schiffes besteht hier Platz im Überfluss und wir genießen mit allen Sinnen den Aufenthalt unter den schattigen Palmen. Ein kleiner Wanderweg führt durch den Trockenwald zu der Landzunge Punta Pérez. Dann heißt es wieder Abschied nehmen von dem kleinen Badeparadies und wir machen uns auf den Weg, um am Morgen des Folgetages mit Santo Domingo die Hauptstadt der Dominikanischen Republik und gleichzeitig die älteste von Europäern errichtete Stadt in der neuen Welt zu erreichen. Der bevorzugte Liegeplatz unseres Schiffes direkt im Fluss Ozama erlaubt es uns, das Kolonialviertel mit all seinen Sehenswürdigkeiten und auch zwei etwas weiter entfernter liegende Ziele mühelos zu Fuß zu erreichen. Von Bord unseres im Fluss gelegenen Schiffes aus blickt man unmittelbar auf den Alcázar de Colón, erbaut Anfangs des 16. Jahrhunderts von Kolumbus' Sohn Diego. Vor dem Eingangstor in die Stadtmauer befindet sich eine Statue des Freiheitskämpfers Duarte, auf den die Unabhängigkeit von Spanien zurückzuführen ist. Nach dem Durchschreiten der Puerta de Don Diego passiert man seitlich den Alcázar und gelangt anschließend unmittelbar auf die von Cafés gesäumte Plaza de España. Nicht ganz ohne Sorge, ob unser Schiff hier wirklich einen sicheren Platz hat, setzen wir unsere Tour durch die Calle Las Damas fort. Die im Jahr 1502 erbaute Straße gilt als die älteste in der neuen Welt. Die Damen der Gesellschaft nutzten sie regelmäßig für ihren Abendspaziergang. Kulturdenkmäler wie das Museo de las Casas Reales, das unter anderem für königliche Audienzen oder als Palast des Gouverneurs diente, folgen hier dicht aufeinander. Das Pantheon de la Patria war ursprünglich als Kirche konzipiert und dient heute als letzte Ruhestätte für die bedeutendsten Persönlichkeiten der Republik.
Die von den Spaniern 1508 erbaute Festung Ozama gilt als das älteste Militärgebäude Europas in Amerika. Am Ende der Straße ehrt ein wunderschön gestalteter Platz die Dichterin und Lyrikerin Julia de Burgos. In nördlicher Richtung geht es nun weiter durch die inneren Bereiche der historischen Altstadt. Im zentralen Parque Colón wird Christoph Kolumbus, der die Insel 1492 für Europa entdeckte, mit einem Denkmal gewürdigt. Wunderschöne Gebäude im Kolonialstil säumen den Platz. An der Südseite des Parque Colón findet man die älteste Kathedrale Amerikas. Danach geht es weiter durch die langgestreckte Fußgängerzone El Conde. Die Straße endet am Platz der Unabhängigkeit, wo man verdiente Persönlichkeiten mit Büsten ehrt. In dem marmornen Mausoleum Altar de la Patria würdigt man die Freiheitskämpfer und Nationalhelden Duarte, Sánchez und Mella, die 1844 durch Einnahme der Festung Ozama für die Unabhängigkeit der Republik sorgten. Letzte Besichtigungsstation unseres Stadtrundgangs ist schließlich der neoklassizistische Nationalpalast, in dem unter anderem die Büros des Präsidenten der Dominikanischen Republik untergebracht sind. Vor unserer Rückkehr zum Schiff lassen wir den Tag in einem wunderschönen Café am Parque Colón stimmungsvoll ausklingen.